Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LDD Smart Home. Ja, im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Smart Lock vorstellen, und zwar handelt es sich um das Wheelock Touch A51. Das Schloss wurde mir von der Firma Wheelock für dieses Video zur Verfügung gestellt. Sie haben aber keinerlei Bedingungen gestellt, was ich sagen oder machen soll. Also, falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann stelle ich euch das Produkt im Detail vor. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, also das hier ist jetzt das Wheelock Touch 51. Ich würde sagen, wir gucken uns zuerst mal ein paar technische Daten an und dann gucken wir uns die Montage an, die Inbetriebnahme und so weiter. Und dann erzähle ich noch so ein paar Kleinigkeiten zu dem Schloss. Okay, also im Lieferumfang, ihr habt das Schloss selber, dann habt ihr noch ein bisschen Zubehör mit dabei. Das habe ich hier. Beziehungsweise ich kann euch auch mal ein kleines Video einblenden. Also da ist so ein Imbusschlüssel, ein Kreuzschraubenzieher und hier so ein Verlängerungsadapter, ein paar Madenschrauben und so weiter. So ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt. Und dann gibt es hier auch noch eine Bedienungsanleitung, die ist auf Deutsch bebildert. Das heißt, hier wird auch gezeigt, wie man das Schloss in Betrieb nehmen kann, wie man es einbaut und so weiter und so fort. Wichtig zu wissen, bevor ihr das Schloss kauft, müsst ihr gucken, ob eure Tür überhaupt dazu geeignet ist. Es gibt ja unterschiedliche Türen. Bei mir zum Beispiel funktioniert das an der Haustür nicht, denn ich habe auf der einen Seite so einen Aufbohrschutz und den kann ich nicht demontieren, beziehungsweise wenn ich den demontiere, dann habe ich da ein riesengroßes Loch auf der Außenseite der Tür und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ansonsten, ihr braucht in der Regel, ich sage mal so einen Eurozylinder heißen die, glaube ich, und ja, die Dicke der Tür muss halt passen. Dieses Schloss hier, was ich bestellt habe, funktioniert zwischen einer Türdicke von 30 bis 70 mm. Es gibt das Teil in unterschiedlichen Ausführungen. Das heißt, falls eure Tür ein bisschen dicker oder schmäler ist, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr die richtige Version kauft. Ansonsten, das Ding hier, den Knubbel könnt ihr abbauen. Ihr könnt auch hier so eine Verlängerung anbringen und dann wird das Ganze nochmal verlängert, falls es auf der Innenseite nicht passen sollte. Ansonsten, was gibt es noch? Also, wir können das Schloss mit einem Fingerabdruck-Sensor entsperren. Wir können das per Zahlencode entsperren. Wir können das außerdem per RFID-Karte entsperren. Es liegen 3 solcher Karten bei. Man kann aber noch mehr nachkaufen. Man kann das Ganze mit dem Handy entsperren per Bluetooth. Und falls man noch eine Wi-Fi-Box kauft, so heißt das Teil, dann kann man das auch über WLAN per App entsperren. Wichtig zu wissen, da einige von euch damit Probleme haben, ihr müsst dieses Schloss nicht mit eurem Handy verbinden. Ihr müsst euch nirgendwo registrieren. Ihr könnt das Schloss so wie es ist einbauen, ohne dass ihr irgendwie euch beim Hersteller registrieren müsst. User anlegen, Fingerabdruck anlegen, RFID-Karten anlegen und so weiter. Das ist alles ohne Handy möglich, ohne App, ohne Cloud, ohne irgendwelche Verbindungen. Das heißt, ihr könnt das Ganze über das hier steuern und könnt dann User-Fingerabdrücke und RFID-Karten anlegen. Also ich finde das richtig gut, denn Cloud-Zwang ist nie schön und so funktioniert das Teil auch ohne, dass der Hersteller irgendwie Zugriff hat. Was natürlich dann fehlt, ist, ihr könnt keine Updates einspielen und so weiter und so fort, aber theoretisch ist das Ganze ohne irgendwelche Registrierungen möglich. Dann, was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, ich lese es mal ab, ihr könnt bis zu 100 Fingerabdrücke hier registrieren, bis zu 200 Codes speichern und bis zu 199 solcher Chipkarten oder RFID-Karten hier anlegen. Wobei das Ganze ist begrenzt, das heißt 100 Fingerabdrücke, 200 Passwörter, 200 oder 199 Chipkarten, aber maximal dürfen 200 angelegt werden. Aber falls ihr nicht irgendwie in einem großen Hochhaus wohnt, dann sollte das Ganze kein Problem darstellen. Das Schloss ist geeignet für die Außenmontage, das heißt, das Ganze ist IP65 zertifiziert und das heißt,
Spritzwasser geschützt, aber der Hersteller sagt, man sollte es unter einem Vordach oder ähnliches montieren. Im Normalfall sind aber Haustüren mehr oder weniger überdacht. Die Temperatur, wo das Ganze eingesetzt werden kann, ist irgendwo zwischen -20 oder sowas bis 60, das heißt auch im Sommer keine Probleme. Und die Akkulaufzeit, hier sind 3 AAA-Batterien oder 3 AA-Batterien, ich kann das nie auseinanderhalten, sind hier drin montiert. Also hier sind keine Akkus montiert, aber ihr könntet theoretisch 3 Akkus montieren oder 3 normale Batterien. Und die Laufzeit, je nachdem wie häufig ihr öffnet und schließt, beträgt circa 10 bis 12 Monaten. Ich glaube, der Hersteller rechnet irgendwas mit 10 Schließungen oder Öffnungen pro Tag und dann halten die Batterie, je nachdem was für eine Qualität die Batterie haben, irgendwas zwischen 10 und 12 Monate. So, dann kommen wir zur Montage. Also die Montage ist im Grunde sehr einfach. Ihr macht eure Tür auf, dann gibt es im Grunde an jeder Tür eine sogenannte Stülpschraube. Ich blende euch das hier auch nochmal ein. Also ihr braucht einen Schraubenzieher, einen Kreuzschraubenzieher, um diese Stülpschraube hier zu entfernen. Dann euren Schlüssel, denn ihr müsst darauf achten, dass die Schaltfahne hier, dass die in gerader Position ist. Das heißt, ihr müsst den Schlüssel ein bisschen drehen und wenn ihr diese Schraube schon entfernt habt, dann könnt ihr das Schloss im Grunde ganz einfach mit dem Schlüssel rausziehen. Dann geht ihr hierher und schraubt den hier ab an dem Wheelock. Dann könnt ihr das hier entfernen und dann richtet ihr auch hier wieder die Schaltfahne geradeaus, steckt das Schloss in die Tür rein und bringt dann, beziehungsweise ich habe es so gemacht, dass ich dann die Schaltfahne hier ein bisschen bewegt habe, dass ich sehe, dass es mittig positioniert ist. Und dann habe ich das Schloss wieder montiert auf der Seite, richtig montieren, die Schraube hier ein bisschen festziehen, ja, Vorführeffekt fällt alles hin und habe das Ganze ausgerichtet, beziehungsweise vorher habe ich hier noch die Stülpschraube reingeschraubt und dann ist das Ding montiert. Also das dauert vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt, und dann ist das Teil montiert. Dann, was ihr auch noch machen könnt, ist auf dieser Seite, das hier könnt ihr auch verlängern. Auch hier gibt es wieder eine Madenschraube. Das heißt, ihr öffnet hier den Deckel. Dann könnt ihr hier dieses Teil abnehmen. Und hier drunter befindet sich nochmal eine Madenschraube. Die müsst ihr lösen. Und wenn ihr die gelöst habt, dann könnt ihr das Schloss hier ein bisschen rausziehen, also verlängern, je nachdem, ob ihr das an eure Tür anpassen müsst oder nicht. Ihr müsst keine Angst haben, falls irgendein Schlaukopf drauf auf die Idee kommt, das hier entfernen zu wollen, um eure Tür aufzubrechen. Das funktioniert nicht. Das hier kann man nicht entfernen. Also das geht nur mit Gewalt. Und ansonsten, was gibt es noch? Achso, die Batterien, das Batteriefach hier, das ist auch ein bisschen tricky, vor allem wenn keine Batterien eingelegt sind. Denn unter dieser Abdeckung hier befindet sich das Batteriefach. Dann kann man hier den mitgelieferten Schraubendreher verwenden und das hier öffnen. Und wenn keine Batterien eingelegt sind, dann muss man das hier ein bisschen mit den, ich sag mal, Fingernagel aufklappen oder hier hochziehen. Jetzt dadurch, dass Batterien eingelegt sind und hier Federn verbaut sind, geht es von alleine auf. Aber beim ersten Öffnen war das ein bisschen knifflig. So. Jetzt piepst das Schloss, weil Batterien wieder eingelegt sind. Dieses Piepsen, das könnt ihr auch deaktivieren. Das heißt generell für den ganzen Betrieb, wenn ihr den Code eingebt oder es entsperrt oder ähnliches, gibt es immer Geräusche. Ihr könnt auch den Lautlos-Modus einschalten. Das heißt, dann gibt es überhaupt keine Geräusche mehr. Wie das funktioniert, zeige ich euch nachher nochmal. Aber ansonsten, das ist die Montage. Wie gesagt, sehr einfach. Habe ich die Schraube festgezogen? Ja. Wie gesagt, sehr einfach und innerhalb von ein paar Minuten erledigt. So, wie vorhin erwähnt, das Schloss lässt sich ohne App, ohne irgendetwas steuern, wenn das Teil kommt. Ihr habt hier auch eine Bedienungsanleitung. Wenn das Teil im Auslieferungszustand geliefert wird, ist es halt so, ihr müsst als erstes das Administrator-Passwort ändern. Das Administrator-Passwort, kann man hier sehen, ist 123456. Das heißt, ihr geht hin, drückt einfach auf die 0 oder auf irgendeine andere Taste, das spielt keine Rolle, einfach um das Schloss zu aktivieren. Dann drückt ihr zweimal auf
diese Taste hier, dann erwartet er das Administrator-Passwort. Im Lieferungszustand ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann drückt ihr hier wieder auf das Schloss. Dann kommt normalerweise ein grünes Licht und ein positives Feedback, aber da ich das Passwort schon geändert habe, ist es das nicht mehr. Und dann gebt ihr das zweimal ein und dann könnt ihr das Admin-Passwort ändern. Das gleiche ist auch mit dem Hinzufügen von Benutzern oder Fingerabdrucksensoren. Das können wir mal kurz hier machen, beziehungsweise ich blende es euch auch nochmal ein. Aber im Grunde ist es sehr einfach. So, um zum Beispiel einen neuen Fingerabdruck zu registrieren, drückt ihr hier zuerst mal auf die 0, dann wird es aktiviert, dann zweimal das Schloss, dann gebt ihr euer Administrator-Passwort ein, das ihr vorhin geändert habt, drückt wieder auf das Schloss und dann auf die 2 und dann könnt ihr einen Fingerabdruck registrieren. Ihr müsst den 5-mal draufhalten. Und dann ist der Fingerabdrucksensor registriert. Ihr könntet jetzt theoretisch einen weiteren registrieren, aber ich lasse das jetzt mal und irgendwann mal nach ein paar Sekunden geht das Ganze dann aus. Und jetzt, um das Schloss zum Beispiel zu öffnen, jetzt kann man es ja nicht öffnen, geht man hier hin, drückt irgendeine Taste, spielt keine Rolle was, und dann kann man das Ganze öffnen. Das heißt, wie gesagt, das funktioniert ohne App und wie ihr seht, sehr zuverlässig und sehr schnell. Das Ganze ist, wie gesagt, hier ganz gut beschrieben und ist alles selbsterklärend. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt noch mal kurz die App an. So, dann kommen wir zur App. Also die App ist relativ einfach. Wenn ihr die App das erste Mal öffnet und noch kein Schloss hinterlegt habt, dann werdet ihr dazu aufgefordert, hier den Code, den QR-Code zu scannen mit dem Handy und dann wird das Schloss einfach hinzugefügt. Und wenn das Schloss hinzugefügt ist, beziehungsweise ich blende euch hier auch noch mal kurz die Vorgehensweise ein. Also da sieht man einfach QR-Code einscannen, Schloss hinterlegen. Und dann war es das im Grunde auch schon, beziehungsweise was man noch braucht, ist diese ID. Denn das soll ja nicht jeder machen können, der diesen QR-Code hier einscannt. Deswegen braucht man diese ID, die ist hier auf dem Schloss hinterlegt, sowie hier auf dem Karton ist sie auch einmal hinterlegt. So, wenn das Ganze hinterlegt ist, dann sieht die App wie folgt aus. Ihr habt hier lauter Symbole, wo ihr irgendetwas machen könnt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass bei der deutschen Übersetzung einige Texte nicht komplett ausgeschrieben sind, aber das ist im Grunde ja nicht weiter tragisch, denn in den seltensten Fällen wird man das mit der App, denke ich mal, machen. Wichtig, oder was es hier gibt, hier auf dem Schloss könnt ihr das Ganze per Bluetooth öffnen. Das heißt, wenn ihr mit dem Handy in der Nähe seid, dann könnt ihr das Ganze hier mit dem Handy entsperren. Dauert einen kurzen Augenblick, erfolgreiche Verbindung. Und jetzt kann man es hier öffnen und schließen. Außerdem sieht man hier auch noch, dass es ja grün oder blau ist, je nachdem in welchem Modus sich das gerade befindet. Ansonsten hier oben Verwaltung, Berechtigung, hier sind die ganzen User angelegt, also hier sind in meinem Fall 3 User angelegt und für jeden User hatte ich einmal eine Nummer, einen Fingerabdruck und eine RFID-Karte hinterlegt. Ich empfehle euch immer einen Code zu hinterlegen, neben dem Fingerabdruck, denn es kann ja mal sein, dass ihr irgendetwas dreckige Finger habt oder gerade nasse Finger habt und dann könnte es problematisch werden. Kennt man ja auch vom Handy, wenn die Finger nass sind, dass das Ganze nicht zuverlässig funktioniert. Deswegen hier PIN-Code immer wichtig. Das gleiche gilt auch für eine RFID-Karte. Wenn man eine hat, sollte man auch eine hinterlegen, denn man weiß ja nie, wenn hier irgendetwas mal kaputt sein sollte, hat man immer noch die RFID-Karte. So, das sind die Benutzer. Dann kann man hier noch zeitliche Begrenzungen und sowas hinterlegen. Habe ich nicht getestet, da ich es nicht brauche. Ansonsten kann man hier halt, wie gesagt, Fingerabdrücke hinzufügen. Ist relativ einfach. Man kann hier einen Namen eingeben und dann drückt man auf OK, lässt den Haken raus bei normale Benutzer, denn es ist ein normaler Benutzer. Und dann kann man hier den Finger einscannen. Wir können es ja mal schnell machen. Test, sagen OK. Und dann fordert uns das Schloss gleich auf, dass wir den Finger hier auflegen. So, welchen Finger hatte ich noch nicht? Ich habe nicht mehr so viele Finger.
und dann einfach ein paar Mal hier drauf. Und dann ist der Benutzer hinzugefügt. Das heißt, man geht jetzt wieder hier hin, drückt irgendeine Taste und dann ist es aufgeschlossen. Das gleiche kann man dann auch noch machen mit Karten, Passwort oder synchronisieren. Das heißt, wenn irgendwas hier geändert wurde, kann man das Ganze synchronisieren und dann befinden sich die Daten vom Schloss auf der App. So, dann kann man hier löschen, Werkseinstellungen wiederherstellen, Verzögerung einstellen. Das habe ich gemacht. Ich hatte hier auf 5 Sekunden eingestellt, beziehungsweise ich glaube 5 Sekunden ist sogar die Standardeinstellung. Das bedeutet, nach wie vielen Sekunden soll sich das Schloss wieder entriegeln, damit keiner hinter euch die Tür nochmal öffnen kann. Und dann hier bei Geschichte entsperren. Ich habe dort die ganze Zeit gelesen, Gesicht entsperren am Anfang, aber hier Geschichte entsperren, das ist die History. Hier wird angezeigt, wann das Schloss wie geöffnet wurde. Ihr seht jetzt hier einfach mal ein paar Ereignisse der letzten Stunden, Minuten und so weiter. So, und dann Wi-Fi-Box. Es gibt auch für dieses Gerät nochmal eine Wi-Fi-Box. Das heißt, ihr könntet dann übers Internet auf das Gerät zugreifen mit der App. Habe ich nicht getestet, da ich keins habe. Und im Grunde war es das auch schon. Alles relativ einfach, simpel. So, kommen wir zu meinem Fazit. Beziehungsweise, bevor ich mit dem Fazit anfange, möchte ich nochmal kurzes zum Thema Sicherheit sagen. Ich habe schon des Öfteren mal gelesen, ja, was passiert, wenn einer hier dieses Schloss kaputt macht, also was weiß ich was, mit dem Hammer draufschlägt oder abmontiert oder nicht richtig festschraubt. Was passiert, wenn irgendeiner hier irgendetwas sabotiert, kaputt macht oder was auch immer? Ja, dann habt ihr ein Problem. Aber ganz ehrlich, wie häufig ist es in eurem Leben vorgekommen, dass irgendjemand euer Schloss kaputt gemacht hat? Sei es am Auto oder an der Haustür. Wie häufig ist es vorgekommen, dass irgendjemand Sekundenkleber ins Türschloss gespritzt hat? Ich will jetzt keine auf blöde Ideen bringen, aber wie häufig ist euch das passiert? Ich glaube, den wenigsten ist so etwas mal passiert, außer ihr wohnt irgendwo, wo es ein bisschen problematisch ist. Da kann das natürlich passieren. Aber wie mit allem, das war bei den E-Autos so, das ist bei den Schlössern so, wie häufig kommt es vor, dass irgendjemand bei euch randaliert? Falls das vorkommt, dann ist das wahrscheinlich nichts für euch, aber ich denke mal, die meisten von euch werden damit keine Probleme haben. Dieses Türschloss gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Varianten. Das gibt es einmal nur mit PIN-Code, nur mit Fingerabdrucksensor oder hier Kombination. Ihr müsst gucken, wenn ihr euch so eins zulegt, dass es passt. Es gibt welche, die kann man von dieser Seite einbauen, von der Außenseite. Es gibt welche, die kann man nur wie dieses hier von der Innenseite einbauen. Das heißt, von der Außenseite, Entschuldigung, einbauen. Das heißt, ihr schraubt das ab und könnt es so reinstecken. Ihr müsst das richtige Schloss raussuchen für eure Haustür. Und wenn ihr das gemacht habt, bin ich mir ziemlich sicher, werdet ihr genauso wie ich sehr zufrieden mit dem Teil sein. Das Teil ist mega schnell, das heißt der Fingerabdruck, die Registrierung ist mega schnell und das Anlegen von Benutzern klappt mit der App wie auch hier über das Zahlenschloss super einfach und sehr unkompliziert. Ansonsten die Verarbeitung ist, wie ich finde, sehr gut. Das hier ist ein Edelstahlknauf. Auch hier dieses Gehäuse ist aus Edelstahl. Das hier ist Kunststoff. Aber ich denke mal, das macht alles einen sehr wertigen Eindruck und ja, funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Der Preis von dem Teil, das kostet rund, ich glaube, 170 €. Je nachdem, ob es gerade irgendwelche Rabatte gibt oder nicht. Ich habe auch vom Hersteller einen Rabattcode erhalten. Das heißt, falls ihr über seine Website das Teil bestellen wollt, dann könnt ihr meinen Rabattcode verwenden und dann spart ihr auch nochmal ein paar Prozente. Ansonsten ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, auch irgendwelche zusätzlichen Infos. Falls ihr noch irgendetwas wissen wollt, dann schaut da rein. Ich für meinen Teil bin sehr begeistert von dem Schloss. Ich habe das jetzt auch letztens erlebt, dass in einer Apartmentwohnung, wo ich war das Teil hier auch verbaut. Es war nicht das mit dem Fingerabdrucksensor, sondern nur das mit dem Zahlencode. Das hat super funktioniert. Die haben den Zahlencode hinterlegt von dem Apartment
und ich konnte das Ding einfach öffnen und musste nicht irgendwelche komplizierten Zeiten einhalten, damit ich in die Tür reinkomme oder irgendwie das Zimmer beim Verlassen irgendwas mit Schlüsseln oder sowas. Also sehr super, hat mir sehr gut gefallen. Auch bei uns im Kindergarten haben wir so ein Schloss verbaut. Dort gibt es auch keine Probleme mit dem Zahlencode und sowas. Also sehr begeistert davon. So, genug geschwärmt. Das soll es von mir an dieser Stelle zuerst mal gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurem Wheelock Touch A51.